Bonus am Ende des Videos. Erstmal müsst ihr alles schauen. Es kommt vielleicht am Ende des Videos oder vielleicht in der Mitte. Man weiß nicht. Man muss einfach das ganze Video schauen. Wir machen die ganze Kombination. Ja, das Ende habe ich mir ausgedacht jetzt. Aber das ist ungefähr, was wir heute gemacht haben. Wo haben wir angefangen? Obwohl es so aussieht wie Giro, Sacada, irgendwas Kompliziertes hin und her, es ist eigentlich ganz einfach und die Formen sind immer die gleichen. So wie zum Beispiel Rückseite vor, so wie wir in jedem Video sagen, Salida, Rückseite vor. Das ist, was sie macht. Rückseite vor, Rückseite vor, Rückseite vor. Okay? Das war die erste Übung, die wir heute gemacht haben, nur um das Muster zu erkennen. Aber dann arbeiten wir mit diesem Muster. Die erste Veränderung, die wir gemacht haben, war einen Schritt auszulassen. Rückseite vor, Rückseite vor. Achtung jetzt, Rückseite vor. Da habe ich diesen Schritt ausgelassen. Das erlaubt mir dann ein Ocho zu führen. Rückseite vor, Schritt auslassen, Ocho. Und hier kann ich schon anfangen zu spielen, zum Beispiel mit einer Sacada. Das war die erste Sacada, die wir heute gemacht haben. Sacada. Nach dieser Sacada, ich drehe mit ihr und ich bringe sie ins Kreuzen. Wir machen das jetzt in die Richtung. Rückseite vor, Sacada, kreuzen. So wie manche gesagt haben, aber die Tanzrichtung, ja, stimmt. Wenn das die Tanzrichtung wäre, dann sind wir falsch. Dafür haben manche heute eine Lösung gefunden, die ich sehr gut fand. Einfach Sacada, da bleiben und hier auflösen. Das ist eine sehr gute Lösung. Es kommt aber darauf an, wann wir die Sequenz anfangen. In der Mitte der musikalischen Phrase, am Ende der musikalischen Phrase. Es kommt darauf an, wie viel haben wir noch und wie viel können wir noch machen. Wenn wir eher am Ende sind, können wir das einfach so machen. Wenn wir mehr Zeit haben, können wir uns erlauben, da zu drehen und irgendwie die Richtung anzupassen. Selbstverständlich auch, wie viel Platz wir haben. Aber das ist eine sehr gute Variante auch, um die Richtung nicht nochmal anpassen zu müssen. Trotzdem haben wir noch was gemacht. Zeigen wir das jetzt in die Richtung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber jetzt den Winkel wechseln. Also, Sacada. Kreuz, Achtung. Jetzt mache ich Sacada im Parallelsystem mit dem linken Fuß. Und dann machen wir Ochos zum Grundschritt. Oder was auch immer. Diese Sacada jetzt ist aber ein bisschen anders als die Sacadas, die wir normalerweise machen. Besonders die wir normalerweise unterrichten, so mit dem Oberschenkel. Sacada, enganchada und gehen. Die Sacada, die wir jetzt gemacht haben, wenn sie gekreuzt hat, ist ein bisschen anders, weil wir direkt zum Fuß gehen. Das ist praktisch nur ein Effekt. Es bedeutet nicht, dass ich wirklich Sacada mache. Das passiert nur, wenn ich zum Bein gehe. Wenn ich wirklich mit dem Oberschenkel da einen Druck habe, das kann passieren. Aber hier ist nur ein Effekt. Was bedeutet das? Ich muss ganz genau rangehen. Aber ohne Fußball zu spielen mit ihrem Fuß. Also einfach nur ganz nah ran. Da. Und das Gewicht wechseln macht, dass diese Sacada wie eine Sacada aussieht, obwohl es eigentlich keinen Schubs gibt zu den Beinen. Das ist eine sehr elegante Sache, das besonders ein bisschen früher im Tango gemacht wurde. Die Sacadas hier, die waren eigentlich so schön und so stilistisch und heutzutage macht man wenig. Ich denke, das ist etwas, was man mehr machen könnte. Also, geht's weiter. Jetzt kommt diese Sacada hier. Wir wechseln das Gewicht und wir bringen sie zu den Ochos rückwärts. Ochos rückwärts. Und jetzt kommt der Bonus. Bei den Ochos rückwärts kann man eine Media Luna machen hier und wieder in eine Sacada einsteigen.
Saccada im Parallelsystem. Im gekreuzten System geht es auch, aber heute spielen wir eher mehr mit dieser Eleganz von der Saccada und nicht von diesen Saccadas von den Giros, die man so machen, die so cool aussehen, sondern etwas ein bisschen ruhiger und ein bisschen stilistischer. Und das bedeutet Saccada im Parallelsystem und jetzt genau das gleiche zu dem Fuß. Hier, es ist nur ein Effekt. Und dann machen wir genau das gleiche hier, das wir auf der anderen Seite gemacht haben. Wechseln, 8 und auflösen.